Hallo meine Freunde, hola Madridistas, es ist Spieltag. Heute um 19 Uhr spielt Real Madrid ihr 4. Vorbereitungsspiel unter José Mourinho und fangen wir erstmal mit guten Nachrichten an. Natürlich gibt es heute einen Live-Watch-Along. Ihr seid alle herzlich eingeladen. Aber wir unterhalten uns nicht nur über dieses Spiel, wir beantworten auch die Frage, spielt Real Madrid in Istanbul? Denn gestern gab es die ersten Gerüchte, den letzten Stand berichte ich euch natürlich auch. Dann unterhalten wir uns aber auch über Themen wie Yan Diomandé, der hatte seinen ersten Tag, Franco Mastantuono und vor allem Endrick. Denn so wie es aussieht, könnte der Brasilianer Real Madrid verlassen. Also, all das in diesem Video. Viel Spaß dabei. Das war der Empfang für Franco Mastantuono in Florenz. Die Leute sind ja komplett durchgedreht für den jungen Argentinier. Und ganz ehrlich, das sind Bilder, die mich für ihn freuen. Der hat in den letzten Monaten bei Real Madrid, eher das Gegenteil als Liebe erhalten. Sehr viel Kritik für den 18-Jährigen, mit Sicherheit nicht einfach. Und wenn er jetzt sieht, wie eine Stadt, eine historische Stadt wie Florenz ihn empfängt, voller Liebe, voller Vorfreude, der musste sich da mit seinem Team durch die Menschenmassen ins Auto retten. Ja, sehr schöne Bilder, hat mich sehr gefreut. Ja, ich sag jeden Tag inzwischen das Gleiche. Ich drück diesem Jungen einfach nur die Daumen, dass er der Fußballer wird, den sich Real Madrid erhofft hat. Ja, Real Madrid hat es dann auch offiziell gemacht. Franco Mastantuono wird für 1 Jahr verliehen an den AZ Florenz. Keinerlei Kaufoption, 50%, was auch immer. Nein, heute in einem Jahr ist Franco zurück bei den Königlichen. Ja, und hoffen wir mal, dass es ein erfolgreiches Jahr für ihn wird. Florenz hat es auch offiziell gemacht. Ja, das ist meiner Meinung nach eine Win-Win-Situation für alle Parteien. Florenz kriegt einen Spieler, der die Massen zum Jubeln bringt. Franco Mastantuono eine neue Chance und Real Madrid entlastet den Kader etwas, entschlackt den Kader. Ja, wir dürfen hier nur 25 im Kader haben. Und wenn ihr genauso empfangen werden wollt wie Franco Mastantuono, zumindest erging es mir so, dann schaut euch mal bei Holy um, denn ich habe ein Paket bekommen und sie haben ihre neuen Milkshakes im Sortiment. Aber was ganz Besonderes, es sind alles Coffee-Milchshakes. Einmal Coffee-Eis-Latte, einmal Karamell und Hazelnut. Ja, und wenn ihr euch fragt, warum bin ich wie ein König empfangen wurde, wie Franco Mastantuono? Ich persönlich trinke überhaupt keinen Kaffee. Schon seit Jahren, eigentlich noch nie Kaffee getrunken. Aber meine Frau ist ein großer Kaffeeliebhaber. Und sie hat alle 3 Produkte für mich getestet. Und sie hat gesagt, für sie, dieser Kaffee-Latte, Eislatte, war mit Abstand ihr neuer Lieblingskaffee. Also, die findet ihn deutlich besser als die anderen. Aber was für alle 3 gilt, kein Zucker, kein Koffein und ihr könnt das mit Milch oder mit Wasser zusammen holen, euch mixen. Ja, und ich wollte euch nur mitteilen, das ist jetzt im Sortiment, die neuen Milchshake-Sorten. Solltet ihr Interesse haben, denkt dran, benutzt den Code ALAMADRID, dann kriegt ihr 10% Rabatt auf eure Bestellung und unterstützt natürlich den Kanal. Wenn ihr zum ersten Mal sagt, Holy hat Kaffee, ich möchte mal Kaffee probieren, wie gesagt, ALAMADRID 5, dann kriegt ihr 5 € Rabatt für eure erste Bestellung. Also, ich sage einfach mal, viel Spaß beim Sortiment von Holy. Ja, und kommen wir jetzt zu einer Information, die gestern für sehr viel Wirbel gesorgt hat in Social Media. Einige haben mich persönlich auch angeschrieben und gefragt, Mario, was ist da dran? Und Grund dafür ist Alfredo Martinez. Das ist ein sehr seriöser Journalist, arbeitet im Radio seit Jahren, hat 8 WMs und 8 EMs schon moderiert und hat auch Preise gewonnen etc. Also wenn der was sagt, dann hat das eigentlich Hand und Fuß. Und der hat gestern geschrieben, der erste Titel, der in dieser Saison
Saison vergeben wird. Der spanische Supercup, das erste Aufeinandertreffen von Mourinho und Flick, das stimmt übrigens nicht, aber egal, findet in der ersten Februarwoche 2027 statt, und zwar in Istanbul, nicht in Saudi-Arabien. Ja, was ist da passiert? Die spanische RFEF, die spanische Fußballföderation, hat öffentlich angekündigt, dass dieses Jahr der Supercup nicht wie sonst Anfang Januar stattfindet, sondern dieses Mal im Februar, also in 4-5 Monaten. Und das Problem, bis jetzt immer in Saudi-Arabien, aber da findet schon der Asien Cup statt in Saudi-Arabien, und deshalb kann der spanische Supercup dort nicht stattfinden. Ja, und daher die Information von Alfredo Martinez, dass der spanische Supercup dieses Jahr in Istanbul stattfindet. Die Mannschaften, die daran teilnehmen, sind Real Madrid, Atletico Madrid, der FC Barcelona und Real Sociedad, also die Big Names der spanischen Liga sind dabei. Allerdings, ich habe mir schon Hoffnung gemacht und Freude, und das wäre so ein Event, für das ich gerne mal nach Istanbul reisen würde, um mir das anzuschauen. Auch so ein Vlog, ein paar Tage in Istanbul, hätte ich richtig Bock drauf, bin ich ganz ehrlich. Aber ich muss allen ein bisschen die Illusion nehmen, es ist noch nicht offiziell. Es gibt 3 Finalisten, Miami, Katar und Istanbul. Und auch wenn Alfredo Martinez behauptet, Istanbul ist Favorit, im Ass heißt es, Miami ist der Favorit. Und wir wissen ja auch, ein Javier Tebas wollte letztes Jahr schon unbedingt ein Event nach Miami nehmen. Ja, ich fänd das echt grausam für die Fans, denn wie willst du als Madrid-Fan oder was auch immer, fliegst du doch nicht nach Miami für so einen Supercup? Ich würde mich riesig freuen, wenn es in der Türkei wäre, und ja, wenn das wirklich passiert, werde ich alles, was ich kann, in Bewegung setzen, um da einen Live-Vlog zu machen. Ja, Daumen drücken für jeden, der gerne den Supercup in Istanbul hätte. Ja, bevor wir aber zum Supercup in Istanbul kommen, kommen wir erstmal zu dem Spiel, was heute stattfindet. Real Madrid spielt heute um 19 Uhr gegen Ferencváros Budapest. Und Real Madrid hat den offiziellen Kader bekannt gegeben. Ein Yan Diomande hat es leider nicht in den Kader geschafft, obwohl er gestern trainiert hat. Schauen wir uns gleich zusammen an. Aber ihr seht schon auf dem Titelbild, ein Bernardo Silva, der Portugiese, wird heute sein Debüt geben für Real Madrid, seine ersten Minuten für die Königlichen. Ja, diese Saison, so wie es aussieht, seit dem geplatzten Rodri-Deal, wird ja einige Verantwortung auf den Schultern des Portugiesen sein, des 32-Jährigen. Ja, schauen wir uns mal an, wie er Fußball spielt. Aber er ist nicht der einzige Debütant, zumindest für die heutige Saison oder für diese Saison. Auch ein Brahim, ein Vini Junior und ein Antonio Rüdiger werden in dieser Saison die ersten Minuten spielen. Das ist auch das letzte Testspiel, wo nicht der gesamte Kader dabei ist. Ab Montag steigen alle wieder ins Training ein, und dann beim Spiel gegen Schalke sollten schon alle dabei sein. Ja, und ich hoffe auch, dass heute alle dabei sind bei meinem Live-Watch-Along. So eine Viertelstunde vom Anstoß geht's los. Ja, wer leider nicht dabei ist, ich habe es eben berichtet, ist ein Yan Diomande. Und der hatte gestern seinen ersten Tag in Madrid. Wir sehen ihn, wie er bei seiner ärztlichen Untersuchung ankam in Sanitas, hat vorher und nachher schon ganz viele Unterschriften gegeben. Die Leute freuen sich riesig auf den jungen Stürmer. Ja, und danach ist er auch schon nach Valdebebas gefahren und hat seine erste Trainingseinheit absolviert. Ich lasse das Ganze mal so ein bisschen parallel laufen. Der hat hier und da schon so ein paar Aktionen gemacht, wo man gesehen hat, der Junge hat Potenzial, der Junge hat Bock. Ja, mich ein bisschen enttäuscht ist. Ich hätte den heute gerne gegen Ferencváros Budapest gesehen, aber Real Madrid möchte kein Risiko eingehen. Ja, wie ihr seht, das war so ein bisschen der erste Tag von dem Yan Diomande bei Real Madrid. Ja, er ist da, und ich habe gestern schon gesagt, ich habe so ein Gefühl, dieser Junge wird uns noch sehr viel Freude machen. Ja, und ein anderer Spieler, wo ich der Meinung bin, der wird uns noch sehr viel Freude machen, ist ein Endrick. Und ganz ehrlich, langsam verzweifle ich. Langsam denke ich, was sehen wir alle falsch, was die Trainer von Real Madrid anscheinend anders sehen. Denn ein Endrick, wenn man die Karriere bei Real Madrid verfolgt, steht da immer ein Riesenfragezeichen hinter. Warum hat er nie eine echte Chance bekommen unter Carlo Ancelotti? Man hat es sich damit erklärt, ein Carlo Ancelotti, der achtet auf Mannschaftshierarchie, der Junge ist der Letzte, der Neueste, der steht ganz unten in der Nahrungskette, kann man sich erklären. Aber warum hat er dann auch keine Chance bekommen unter einem Xabi Alonso?
Das ist immer noch das größte Fragezeichen. Xabi Alonso setzt auf junge, hungrige Talente. Ja, und alle haben ihre Minuten bekommen, außer Endrick. Es ging so weit, dass er sogar verliehen werden musste. Also der einzige Trainer, der vielleicht wirklich auf ihn gesetzt hätte, Arbeloa, konnte nicht mit ihm rechnen, weil er in Lyon war zu der Zeit. Aber Arbeloa ist ja auch ein ganz großer Gonzalo-Fan, sieht man jetzt auch bei Fulham. Hat gestern sein erstes Spiel von Anfang an direkt gemacht, der Gonzalo. Also der wird da als Stammspieler gesetzt. Wahrscheinlich, so wie es aussieht. Naja, ich möchte jetzt eigentlich über Endrick mit euch reden. Ja, und auch unter dem José Mourinho scheint er einen schweren Stand zu haben. Gestern hieß es nämlich, dass Rock Nation, die Agentur von Endrick, nach einer Leihe sucht für die Premier League. Ja, Fabrizio Romano hat dazu auch etwas gesagt. Hören wir uns das zusammen einmal an. Und dann, Leute, müssen wir auch eine Minute über Endrick sprechen. Denn es gibt viele Gerüchte, viele Geschichten über Endrick. Die Situation ist die, dass Real Madrid nach der Verpflichtung von Carlos Espin einen weiteren Stürmer in den Kader aufgenommen hat. Der junge Diomande spielt natürlich auf einer anderen Position, aber Endrick kann auch auf dem Flügel spielen, nicht nur als Mittelstürmer. Aber jetzt gibt es auch noch den jungen Diomande. Real Madrid hat also neben der Vertragsverlängerung von Vinicius Junior noch weitere Spieler verpflichtet. Im Moment können wir also nicht ausschließen, dass Endrick in den letzten Wochen des Transferfensters eine Leihe in Betracht zieht. Im Moment ist das noch nicht garantiert. Es ist noch nicht sicher. Aber wir können die Tür für eine Leihe für Endrick nicht schließen, weil es aufgrund von sich bietenden Gelegenheiten noch Bewegung geben könnte. Und noch einmal, im Moment ist das nicht garantiert, denn Endrick hat die Saisonvorbereitung mit Real Madrid begonnen, wobei man ihm sagte, du wirst ein wichtiger Teil des Kaders sein, wir werden dir vertrauen, Mourinho möchte mit dir arbeiten. Aber jetzt, mit so vielen Stürmern, könnte Endrick eine Leihe in Betracht ziehen. Wir müssen abwarten. Noch einmal, es ist noch nicht sicher oder garantiert, aber es wird Gespräche zwischen den Beratern von Endrick und Real Madrid geben. Dieselben Berater wie bei Diomande und Vinicius Junior, die also bereits in Verbindung stehen, um über Endricks Zukunft zu entscheiden. Ja, ihr habt es selber gehört. Man kann rund um Endrick nichts ausschließen. Es kann sein, dass Madrid ihn noch ausleiht. Durch die Transfers von Espi und Diomande sind natürlich zwei Spieler, die genau auf den Positionen spielen, wo Endrick sich Minuten erhofft hat. Und der Brasilianer sieht, ja, die werden ihm quasi vor die Nase gesetzt. Vor allem ein Diomande wird rechter Flügel sein. Madrid wird nicht so viel Geld investieren, damit Endrick von Anfang an das spielt. Glaube ich zumindest. Ja, und vorne ist Espi ein anderer Stürmertyp, ne? Dieser Joselu-Typ in der Box, der dir den Kopf hinhalten kann, wenn nichts mehr geht in den letzten Minuten. Ja, sind aber Minuten, die auch einem Endrick geklaut werden. Und wie gesagt, inzwischen frage ich mich, ob ich Fußball falsch verstehe. Immer wenn ich den Jungen sehe, sowohl für Lyon als auch für Brasilien, auch in den Minuten für Madrid, der liefert ab. Seine Torquote ist super, gegen Florenz auch wieder getroffen. Ich weiß nicht, was der Junge noch machen muss, um eine echte Chance bei Real Madrid zu bekommen. Für mich wäre das eine Riesenenttäuschung, ein Schlag in die Magengrube. Letzte Saison haben wir einen Endrick, als er bei Lyon durchgestartet ist, oftmals bei Madrid vermisst. Wie oft haben wir gedacht, boah, wir könnten jetzt einen Endrick gut gebrauchen. Ja, und was machen wir, wenn sich ein Diomande verletzt oder wenn sich ein Mbappé verletzt? Also für mich wäre es ein Riesenfehler, Endrick zu verleihen. Ja, bin ich gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Würdet ihr den Endrick verstehen? Ihn kann man natürlich verstehen, der braucht Minuten in diesem Alter. Aber ja, ich könnte Real Madrid nicht verstehen. Wie gesagt, lasst eure Meinung zu dieser ganzen Situation gerne in den Kommentaren. Ja, und dann kommen wir zu einem Thema, was ich gestern gelesen habe, was mir bessere Laune gemacht hat, gute Laune gemacht hat. Ein José Mourinho hat bei Real Madrid einige Angewohnheiten gesehen, die er so nicht mehr sehen möchte. Wir haben oftmals erzählt, die Profis von Real Madrid, die haben einige Freiheiten, die sie als Profis wahrscheinlich nicht haben sollten, aber die haben sich den mit dem Status, mit den Titeln, die sie unter Ancelotti geholt haben, den Papa-Typen, haben sie sich so einige Sachen rausgenommen. Ja, mit Xabi Alonso, als der das wegnehmen wollte, sind sie kollidiert und unter Arbeloa gab es wohl wieder mehr Freiheiten. Ja, bei dem José Mourinho soll sich einiges ändern und die Informationen kommen von José Félix Díaz direkt vom AS. Lesen wir uns die zusammen einmal durch.
Muss-Regeln. Mourinho kam an, beobachtete Gewohnheiten, die ihm nicht gefielen und änderte sie. Ernährung, Verletzungsbehandlung, Strafen für zu spät kommen und mittags aßen sie gemeinsam. Ja, das gemeinsame Mittagessen haben wir ja schon gesehen. Also, das war nicht die einzige Änderung unter José Mourinho. Lesen wir mal weiter. Mourinho kam, beobachtete, analysierte und veränderte. Er verstand, dass das Ökosystem von Real Madrid, das Trainingsgelände in Valdebebas, Kontrolle, neue Regeln und seinen Stempel brauchte. Und er handelte. Die Spieler hatten alles, was sie brauchten, um ihren Alltag nach ihren Wünschen zu gestalten. Jeden erdenklichen Komfort. Und genau hier, indem er ihnen den Alltag nicht so leicht machte, setzte der portugiesische Trainer seine gezielten Eingriffe ein. Deutlich mehr Kontrolle, nicht nur im Training, sondern in allen Bereichen des Spielerlebens. In allem, was ihn beeinflussen kann. Ernährung, Genesung nach Verletzungen und sogar Pünktlichkeit bei der Ankunft in Valdebebas. Hier sind Mourinhos Regeln. Die Maßnahmen müssen nicht unbedingt mit eiserner Faust, sondern vielmehr mit Entschlossenheit und Überzeugung umgesetzt werden. Denn für Mourinho ist Teambuilding von entscheidender Bedeutung. Man nehme nur das vom Verein veröffentlichte Bild, das die gesamte Mannschaft und das Trainerteam beim gemeinsamen Essen in Valdebebas zeigt. Etwas, das bisher nicht üblich war. Eine Routine, die der portugiesische Trainer für unerlässlich hält. Teambuilding, er praktizierte dies bereits bei Benfica und hat diese neue Gewohnheit mit nach Madrid gebracht. Er möchte die Gruppe, den Zusammenhalt fördern und das erweist sich als sehr inspirierend. Verriet eine Quelle innerhalb des Vereins. Die Stimmung ist sehr, sehr gut, fügte eine andere Quelle hinzu. Solche Botschaften werden nach dem nervenaufreibenden Saison intern sehr geschätzt. Naja, einige Charaktere sind ja auch noch nicht wieder zurück. Ich würde vorschlagen, in Tchouaméni neben den Valverde zu setzen. Mal schauen, vielleicht brechen die ja das Brot zusammen. Lesen wir mal weiter. Umso mehr, als die Entschlossenheit, die mit dieser linken Hand einhergeht, deutlich wird. Angefangen bei der Küche. Genauer gesagt beim Essen. Die Rolle der Ernährungsberaters beschränkt sich nicht mehr auf Beratung. Er diktiert die Menüs, sowohl für Frühstück als auch für Snacks, streng und strukturiert. Alles ist auf Leistung ausgelegt. Bloße Launen spielen keine Rolle mehr. Gab es früher mehr kulinarische Freiheit, ist das nun vorbei und bisher hat das noch keinen Streit im Team verursacht. Im Gegenteil, ja. Und das finde ich eine sehr gute Änderung. Das erinnert mich an die Ernährungsberaterin, die ja laut ihren Aussagen sehr schlechte Erfahrungen bei Madrid gemacht hat, wo die Teamärzte gesagt haben, ach, Ernährung braucht ihr euch nicht kümmern. Aber im Gegenteil, sie hatte ja gesagt, mit ihrer Ernährungsänderung ist ja bei einem Dani Carvajal, Arda Güler etc. sehr viele oder sehr wenige Spieler waren verletzt. Ernährung ist wichtig und ich finde es gut, dass ein José Mourinho Struktur in den Verein bringt, dass der diese Änderung vornimmt. Das passt ja auch da zusammen, dass alle jetzt zusammen das Mittagessen machen. Da kann der Ernährungsberater dem Koch sagen, so, heute ist das am besten, wenn du das und das kochst und dann müssen sie das auch alle zusammen essen, kann José Mourinho das direkt kontrollieren. Also, wie gesagt, finde ich gut. Aber es geht noch weiter. Auch die neue Strafenpolitik stieß früher auf Ablehnung. Disziplinlosigkeit wird nicht nur mit Geldstrafen geahndet, sondern mit verpflichtendem individuellem Training im Fitnessstudio, fernab von Gruppentraining. Man muss eine Stunde vor dem Signal, also vor dem Anstoß oder bevor es losgeht, in Valdebebas sein. Wer nicht da ist, wird bestraft. Ohne Ausnahmen, ohne Hierarchie. Und das ist das Wichtigste. Ohne Ausnahmen, ohne Hierarchie. Es ist egal, ob du Lamini Fati bist oder Kylian Mbappé, Vini, was auch immer. Für jeden gelten dieselben Regeln. Nur dann kann eine Teamstruktur funktionieren. Und ich finde es auch gut, dass es mit den Geldstrafen aufhört. Wie viel kriegen die, wenn die zu spät kommen? Von mir aus 5.000 Euro. Ja, das juckt die doch nicht. Was die viel mehr juckt, ist, wenn die eine Stunde im Gym alleine Gas geben müssen, während die anderen draußen Fußball spielen dürfen. Also meiner Meinung nach ist das ja der richtige Ansatz von dem José Mourinho. Aber es gibt noch eine letzte Veränderung, eine letzte Regel von José Mourinho. Und schließlich die Verletzungen. Die Regenerationen finden in Valdebebas statt. Obwohl die Spieler mit persönlichen Trainern zusammenarbeiten, trainieren sie vormittags und nachmittags im Trainingszentrum. Externe Behandlung gibt es nicht. Und alles wird mit dem Verein und dem Trainerstab abgestimmt. Regeneration ist keine individuelle Angelegenheit mehr, sondern ein kollektiver und engmaschiger, überwachter Prozess als je zuvor. Neue Gewohnheiten sollen die alten Ungeliebten verdrängen. Diese Anforderungen beginnen lange vor dem ersten Spiel
Und bei Jose Mourinho gilt das umso mehr. Ja, und auch das finde ich eine tolle Veränderung. Was haben wir letztes Jahr nicht für Skandale gehabt? Kylian Mbappé war in Paris, in Venedig, zufälligerweise mit seiner Freundin, um sich da zu erholen. Sowas sorgt für Chaos, sowas sorgt für Unruhe, sowas sorgt für Neid. Und ich finde gut, dass ein Jose Mourinho da einen Riegel vorschiebt. Und vor allem finde ich das gut, dass die Riegel da vorgeschoben werden, wo es sein muss. Die größten Probleme von Real Madrid waren zum einen, ja, das Teambuilding, die Stimmung in der Kabine. Das geht ja an mit dem gemeinsamen Essen, den gemeinsamen Ritualen. Ja, alles gleich. Und ich glaube, wenn man da jeden Tag zusammen Mittag isst und irgendwann mal mitkriegt, der erzählt was von seiner Familie, Freunden, was auch immer, ich glaube, dann hilft das auch, sich besser kennenzulernen, sich mehr zu mögen etc. Und vor allem bei den Verletzungssorgen, die Madrid die letzten 2 Jahre hatte, das war ja wesentlich größer als bei jedem anderen Verein in Europa. Andere Vereine hatten schon Sorgen, aber keine wie Real Madrid. Ja, und mit der Ernährung, mit den geordneten Teamärzten, mit der Behandlung Reha, die vor Ort stattfindet. Gerne können die Spieler außerhalb noch gerne mit ihren eigenen Ärzten an der Behandlung arbeiten, aber vormittags und nachmittags in Valdebebas unter der Kontrolle der Ärzte von Real Madrid. Und ich finde, das sind 4 super Veränderungen von dem Jose Mourinho. Und vor allem hat er auch das Ansehen und den Charakter, das durchzusetzen. Bei anderen Trainern hat so etwas für Ärger gesorgt, aber bei einem Jose Mourinho gibt es kein Mucken. Warum? Weil ein Jose Mourinho schon in seiner Karriere bewiesen hat, es ist mir egal, ob du Kylian Mbappé heißt, wenn du bei mir Ärger machst, sitzt du auf der Bank. Und das ist das Einzige, wie ein Real Madrid wieder in die Spur kommen kann. Naja, für mich sind das zumindest gute Veränderungen. Doch ich bin gespannt, wie siehst du das? Was sagst du zu den Veränderungen von Jose Mourinho? Was sagst du zu Franco Mastantuono, zu Endrick, zum Spiel heute gegen Ferencváros? Sehen wir uns später im Live-Watch-Along. Lass das alles in den Kommentaren. Wenn du schon mal da bist, like dieses Video, hype dieses Video. Wenn du noch nicht auf Follow geklickt hast, tu das jetzt, unterstützt mich ungemein. Ja, und wie gesagt, ich schlage vor, wir sehen uns später wieder. Also, bis dahin. A la Madrid!